Für den Preis kann das Ding einfach Filament trocknen. Sieht mir fast so aus, als wäre das so eine Art Vulcano. Der große Mega-Hammer-Vergleich. Wir packen drauf. Schön ausgeprägt. Wangenpartie auch sehr gut. Und dann ist es tatsächlich in der Mechanik hinten gebröselt. Würde ich mir jetzt so einen Drucker kaufen? Nein, würde ich nicht. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Sonntagsupdate. Freunde, heute habe ich euch was mitgebracht. Es ist endlich angekommen. Ich weiß, jeder Otto hat darüber irgendwie schon ein Video gemacht, aber auch ich habe diesen tollen, angeblich tollen Anycubic Cobra 3 in der Combo bekommen. Freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, was der Drucker kann. Den habe ich mir natürlich nicht selber gekauft, den habe ich natürlich umsonst bekommen. Vielen Dank an euch, dass ihr meinen Kanal so weit unterstützt, dass auch solche Sachen zu mir gelangen, und jetzt werde ich den für euch da draußen testen. So, nicht, dass es heißt, er hat uns wieder nicht gesagt, dass er Werbung macht. Ich mache sonst nicht so oft Werbung, ich kaufe nämlich alles selber, wie ihr das wisst. Aber jetzt gucken wir hier rein. Deswegen kann ich auch entscheiden, ob das hier gut wird oder schlecht wird. Deswegen lasse ich mich jetzt mal überraschen, was mich hier erwartet. Ist auf jeden Fall schon mal ziemlich groß und das Paket wiegt, glaube ich, 17 Kilo oder so. Das ist schon ganz schön gigantisch. So sieht das hier aus, eine riesige Tüte mit Schaumstoff. Das rupfe ich da jetzt mal raus. Und da sehen wir auch schon einiges. Da ist schon der Drucker und ganz viel Zubehör. Ah, User Manual. Das müssen wir hier mal rausholen. Ja, da sehen wir eigentlich schon fast alles. Also Anleitung, USB-Stick haben wir hier mit Werkzeug, ein paar Schrauben, ein paar Tubes. Hier ist ein Display anscheinend. Oh, das ist sehr, sehr wertig. Das ist sehr schwer. Aber ein ziemlich kleines Display mit einem richtig großen Rahmen. Also das wiegt bestimmt schon 300 Gramm. Wahnsinn, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Das hier ist der Druckkopf. Okay. Hätte gedacht, er ist schon vormontiert. Also doch nicht ready to print. Ein paar Netzteile. Der Poop-Shooter. Der soll hier das Ganze so wegkatapultieren. Das schauen wir uns nachher an. Was haben wir hier noch? Okay, Filamentrollenhalter. Ansonsten ist hier nichts Spannendes mehr drin. Weiter zum Drucker. Also hier scheint soweit die Filamenteinheit zu sein. Deswegen ich ziehe das mal da raus. Oder soll man erst den Drucker da rausnehmen? Das passt ja gar nicht vorbei. Braucht man jetzt schon eine Anleitung, um das Ding hier auszubauen? Um den überhaupt auszupacken? Ready to print ist der Drucker jetzt nicht. Dachte ich eigentlich, aber okay. Also wir müssen das jetzt irgendwie rausbekommen. Keine Ahnung. Oh. Das ist ja crazy. Muss man den im Ganzen jetzt so rausziehen? Anscheinend. Erstmal das Ding hier. Das ist aber auch mürrisch. So. Das ist die Filamenteinheit. Allein die wiegt ja schon locker 5 Kilo. Das ist ja schon fast wie ein ganzer Drucker. So, jetzt hängt der Drucker hier noch auf 7:30. Zack. Gut verpackt ist er aber. So, da ist das Prachtstück. Steht auch ordentlich fest. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Hier vorne gibt es USB-Anschlüsse. Kabel für den Monitor. Hier ist auch noch ein bisschen Transportsicherung. Druckbett beidseitig pulverbeschichtet. Das fühlt sich alles wertig an. Was haben wir hier noch drin? Gar nichts, das wäre es auch schon. Also, hier kommt das Filament nachher rein. Was mir gerade auffällt, ist, es gar kein Filament dabei. Also so gar nichts. Also nicht mal 100 Gramm. Naja, aber Filament sollte ich ja genügend da haben zum Testen. Schicke Geschichte. Mit Verriegelung. Nett, nett. So, hier können 4 Filamente rein. Alles klar. So, der Drucker an sich. Mit so coolen orangen Kabeln hier. Das ist ein USB-C-Kabel. Das ist ja lustig. Hier haben wir noch so einen 4-poligen Stecker. Ich gehe mal davon aus, dass das zum Teil hier hinten rein soll. So, den Drucker haben wir hier drüben. Der Schlitten ist schon alles so weit vormontiert. Das heißt, wir müssen gleich nur noch das Display montieren, den Druckkopf montieren, den Poop-Shooter und den Filamentrollenhalter. Wobei das Filamentrollenhalter können wir weglassen,
weil wir haben ja diese Option hier mit dem Ace Pro. Klingt auch ziemlich cool. Der soll sogar beheizt sein. Wie der dann aktiviert wird oder eingestellt wird, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich übers Display. Ich bin gespannt. Hier unten alle Spritzgussteile. Das hier ist die Düse, eine 04er wahrscheinlich, mit einer Socke gleich drüber. Sieht mir fast so aus, als wäre das so eine Art Vulcano-Geschichte hier. Und das soll da jetzt gleich ran. Alles klar. Das montieren wir gleich mal wie in der Anleitung. Was haben wir hier noch? Okay. Da bin ich mal gespannt. Ja, okay. Ich gucke hier gerade das Kleinkrams durch. Ein paar Schrauben, Tube, Garantiekarte von Anycubic. Da hat sich auch nichts geändert. Ey, nette Geschichte. Cooler Imbusschutz. Sehr schön. Und hier sind doch noch PLA White 10 Meter. Da haben die sich lumpen lassen. Sag raus, aber schnell. Definitiv. Ich dachte eigentlich, dass das Ace Pro gleich mit 4 Filamenten bestückt kommt. Aber so anscheinend nicht. Was haben wir hier noch? Eine Nadel. Bisschen Fett, USB-Stick. Das Übliche, was man halt so mitgeliefert bekommt, wenn man sich so einen Drucker kauft. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. So, wir sind jetzt mit so 2 M2 Zylinderkopfschrauben das Kabel am Druckkopf befestigen. Und tatsächlich haben die sich hier entschieden, wirklich ein USB-C-Kabel für den Druckkopf zu nutzen. Was ich sehr lustig finde. Ja, ist anscheinend jetzt der neueste Weg, irgendwelche Sachen zu verbinden. Auch im 3D-Druckbereich. So, und im Druckkopf werden einfach ein paar M3-Zylinderschrauben reingedreht. Aber ansonsten viele Spritzgussteile, alles schick lackiert. Sieht schon ganz nett aus. So, und jetzt können wir den Kopf hier auch schon so einhängen. Also da sind jetzt 2 Schrauben hingekommen. Jetzt können wir das hier so einhängen. Zack. Und jetzt müssen wir es nur noch festschrauben. So, das haben wir jetzt schon mal soweit festgemacht. Jetzt haben wir hier noch ein Kabel. Hier unten. Das ist ein 4-poliges. Nee, das ist ein 6-poliges, auch orange. Und das kommt jetzt hier an die Achse. Einfach eingeklickt. Wie geht es weiter? Hier dürfen wir noch sowas festmachen. Das wird da einfach so eingeschoben. Und daran soll jetzt dieses Kabel eingeklickt werden, was hier auch schon so Stopper gleich mit dran hat. Also eigentlich easy going. So, und jetzt sollen wir hier noch die Abschussvorrichtung montieren. Dazu drehen wir uns den Drucker ein bisschen. Das Ganze kommt auf diese Seite. So gehört das dahin. Einfach hier ran. So, das haben wir jetzt hier immer festgemacht. Wo soll da noch eine Schraube rein? Hier soll noch eine Schraube rein. Von da unten, damit das auch richtig fest ist. Was mir jetzt schon mal auffällt, ist so, dass diese Technik ist so ein bisschen wie früher. Alles mit diesen typischen Kugellager-Kunststoffführungen hier. Das hatte mein Anycubic vor 5 Jahren auch schon. Da hat sich nichts geändert. Wir sind ja eigentlich schon bei Gleitlagern mit MMU8-Lagern angekommen, aber die haben sie tatsächlich auf die alte Geschichte gewechselt. Und wie ich sehe, ist auch, obwohl wir hier 2 Z-Spindel haben, sind die hier oben mit dem Riemen verbunden und wir haben nur einen Z-Motor. Das ist eigentlich auch Stand von vorgestern. Ich bin gespannt. Vielleicht ist das auch nur so ein überholtes Ding mit neuer Software quasi. Ich bin gespannt. So, jetzt kommen wir nämlich zu dem Bereich, wo es richtig interessant wird. Das Display muss nämlich gleich montiert werden. So, dann haben wir nochmal so Senkschrauben hier. Damit wird das Display jetzt montiert. Auch das Display sieht hier sehr grob aus, sage ich mal, mit so einem richtig großen Edelstahlscharnier hier. Da werden die sich aber schon bestimmt was bei gedacht haben, wenn man das so massiv macht. Sehr lang auch die Schraube. Also eigentlich viel zu lang. Zack. Und montiert. So, jetzt müssen wir nur noch die Tubes verbinden. Die befinden sich im Ace Pro. Die sind auch nicht zu kurz. Da haben sie keine Kosten und Mühen gescheut, dass man dem Ace Pro nicht direkt daneben stellen muss wahrscheinlich. 4 Schläuche, die kommen jetzt hier oben rein. Rasten auch direkt ein. So, die Schläuche, die fädeln wir jetzt alle hier noch bei dem Kabel mit durch. So, das sieht doch mal schickilacki aus. Jetzt gibt es hier noch solche Kunststoffteile zum Einklicken der Tubes, damit das auch alles ordentlich sitzt. Passend fürs Kabel auch. Zack. So sieht das alles top aus. Jetzt müssen die ganzen Schläuche noch hinten ins Ace Pro. So, das Ace Pro wird jetzt hier vorne mit angeschlossen. Hier ist so eine Silikonabdeckung. Da haben wir 2 USB-Anschlüsse. Und da können wir mit dem Ace Pro rein. Da frage ich mich, warum ist das nicht auf der Rückseite und warum gibt es eine Silikonlasche dafür, wenn da sowieso immer ein Kabel drin stecken muss? Keine Ahnung, also eigentlich könnte die Lasche da ja eigentlich weg. Komisch. Naja, gut. Aber passt so. USB-Stick können wir auch gleich reinstecken. Jetzt brauchen wir noch Strom. Und das Ganze 2-mal direkt. Ace Pro braucht einen eigenen Stromanschluss. Denn das Gerät kann auch heizen und das braucht halt ein bisschen mehr Saft. Und dann der Anycubic Cobra. Auch Saft rein. So, da habe ich mir noch extra eine 3er-Steckdose besorgt.
weil mit Steckdosen ist das immer schwierig hier. Jetzt kommt hier auch schon der magische Moment. Wir schalten den Drucker jetzt das erste Mal ein. Achso, die Doppelsteckdose muss ja auch an sein. Zack. Jetzt geht's los. Ja, das Display ist ein bisschen veraltet vom Blickwinkel her. Naja, aber zumindest sehe ich hier schon Licht. Das ist schon mal cool. Da haben die keine Kosten und Mühen gescheut. Okay. Chinesisch oder Englisch? Englisch. Global. Jetzt braucht das Ding noch WLAN. Jetzt habe ich das WLAN-Passwort falsch eingegeben. Alles nochmal von vorne. So, das mit dem WLAN hat dann wenigstens schon mal funktioniert. Jetzt muss ich hier noch die App installieren. Ich lade mir nochmal die App runter. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen, aber der Drucker ist jetzt anscheinend auch schon bereit. Ja, USB-Stick ist drin und er verfährt schon. Er bewegt sich schon. Bin ich mal gespannt. Kann ich das Ace Pro jetzt auch schon einschalten? Ja, kann ich. Anscheinend. So, App wird runtergeladen. Aber ansonsten eluxiert hier eigentlich alles gut verarbeitet. Und das ist schick hier unten, ist so eine 3. Sehr optisch einladend, sag ich mal. Aber ich glaube, man muss da jetzt nicht unbedingt 2-3 Mal hingucken. Man sieht schon, dass das irgendwie so eine Kopie von einem Bambulab ist, finde ich ein bisschen. Das Druckbett erinnert einen schon extrem und auch hier die Abschussvorrichtung und das allgemeine Design ist schon Bambulab ähnlich, auch gerade mit dem Display hier. Aber egal, auch die 4 Schläuche, das ist alles so gleich. Cool finde ich aber, dass wir hier dieses Ace Pro haben. Das finde ich tatsächlich quasi auch bei Bambulab eventuell abgekupfert, aber designtechnisch auf jeden Fall sehr cool, der Name stimmt und wenn das Ding auch noch die Filamente trocknen kann, dann ist es wirklich eine krasse Geschichte und das für den Preis. So, er fährt jetzt hier einmal die Temperatur hoch, wir müssen erstmal ein bisschen warten und ich richte ihn mal ein und dann starten wir gleich mal einen Druck, würde ich sagen. Wir müssen erst noch Filament holen. Welches nehme ich denn da? So, Filamente habe ich ja genug. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja genügend Filamente da, aber da passt gar nicht jede Spule rein. Das ist ja voll doof. Also so die älteren Pappspulen, die sind zu breit. Ich hatte nur noch so Kunststoffspulen, auch zu breit. Mein eigenes, hauseigenes Filament passt natürlich rein. Das ist ja auch abgestimmt für solche Drucker. Prusament passt rein. Jetzt habe ich hier noch, das müsste von Sunlu sein. Und das hier ist auch ein Sunlu-Filament. Und die passen auch rein. Die sind alle schmal genug, dass sie da reinpassen. Rollen auch alle gut ab. 4 Filamente geladen. Gucken, was macht der Drucker hier? Der macht noch einen Vibrationstest. Einmal kalibrieren. Seht ihr jetzt im Ultraschallbereich. Der gibt richtig Gas. Jetzt fliegt er gleich in die Luft. Heidewitzka. So, jetzt hat er nochmal das Bett kalibriert und ich habe mir jetzt schon mal so ein Gefäß geholt, was wir hier nebenstellen, weil der ja hier nachher die Pups da reinschießen soll. Das passt ganz gut mit so einem Kleinteil-Sortimentskasten hier. Da kann er die dann schön reinfeuern. Sonst liegt mir hier nachher der ganze Tisch voll. Das will ich auch nicht. Aber das ist auch wieder dieser typische Pup-Shooter. Ich bin gespannt. Ich hatte ja schon mal den Bambulab A1 Mini. Den habe ich dann doch gegen einen Prusa eingetauscht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange der Freund hier bei mir im Haus bleiben wird. Language. Ich glaube, ich muss dann erstmal ein Software-Update machen. Material. Ich halte es hier schon mal auf PLA hoch. Dann holen wir den mal. Jetzt geht's los. So, Material. Farbe blau. Confirm. Farbe 2. Farbe gelb. Lila. Farbe 4. Auch ein Lila. So. Wir können auch noch ein zweites Ace Pro anschließen. Ich habe leider nur eins. Ich würde gerne mal wissen, wie das Ding mit 8 ist. Das ist natürlich richtig cool, dass man es erweitern kann. Also schade, dass es nur mit 2 limitiert ist, aber cool, dass es überhaupt die Option gibt, ein zweites Ace Pro anzuschließen. Finde ich zumindest. Aber was man sagen muss, ist ganz teuer. Also das lohnt sich eigentlich nicht. Wenn ich mir überlege, dass die ganze Kombo, glaube ich, 380 € kostet und wenn du den nachkaufst und der schon 260 kostet, weiß ich nicht. Also das, was ich bisher an Preisen von dem gesehen habe, war nicht ganz günstig. Dass ich gesagt habe, ich werde mir auf jeden Fall erstmal keinen zweiten kaufen, weil sich das einfach nicht lohnt. So, ich muss jetzt erstmal jedes Filament einzeln in den Kopf laden, soweit ich weiß. Das dauert. Er fördert zwar nicht langsam, da kommt es jetzt, aber das wird hier noch ein paar Minuten dauern, bis man dann mal die Farben alle geladen hat. So, gleich haben wir die erste Farbe geladen. Fehlen noch 3 weitere. So, er spritzt jetzt da unten das erste Material raus, das ist noch weiß. Was labert der? Was laberst du? Also die Farbe Blau kommt jetzt erst, okay. Gut, dann bin ich mal gespannt, ob er es jetzt gleich schon abschießt. Zack. Aber mit Karacho. So, jetzt macht das zweite Häufchen. Krasse Geschichte, passt mal auf hier. Der schießt das gleich richtig ab. Da macht er das Häufchen jetzt. So, und Pam. Finished. So, da jetzt sagt er auch, da oben so ein Faden, das heißt, das Material ist geladen. Jetzt laden wir gleich mal das nächste.
Jetzt schneidet er hier drüben das Filament einmal ab, zieht das andere zurück und fördert jetzt gleich die nächste Farbe, also Farbe 2. So, es dauert an. Ich bin jetzt hoffentlich gleich mal mit der Farbe 2 fertig. Jetzt müsste er gleich fertig sein. Eieiei, da muss es doch einen besseren Weg geben. Das dauert ja ewig, bevor ich dann mal anfangen kann zu drucken. Und wenn ich jetzt immer nur mal eben ein paar Sachen machen möchte, in den Farben, und ich will dann schnell was anderes, das ist ja, meine Güte, dauert ja richtig. So, nächste Farbe. Ich schiebe das jetzt per Hand hier selber ein, das geht mir zu, also dauert mir alles viel zu lange. So, wenn er mir nicht dazwischen mogelt. Es knackt auch extrem. Die andere Farbe schiebe ich auch schon weiter vor. Das Knacken ist aber normal, was er jetzt die ganze Zeit eben gemacht hat. Das ist einfach so bei ihm. Das ist einfach dieses Gestänge da drin, worüber das Filament gefördert wird. Das knackt halt ein bisschen. Das soll wohl normal sein. Zack, wieder verriegeln. Also der Trick ist es wahrscheinlich, die schon per Hand selbst ziemlich weit nach vorne zu fördern, weil es einfach schneller geht, dass er dann wirklich nur die letzten 5 cm machen muss. So, alle Farben sind jetzt hier oben in den Kopf geladen. Ich würde sagen, wir drucken mal was. Hier ist was auf dem USB-Stick. Ein Banshee. Kann ich mir die angucken? Ah, hier so ein Shark, okay. Aha. Ist alles sehr Shark-lastig. 39 Minuten Banshee. Klingt jetzt nicht so schnell. Wir machen mal hier so ein Ace 4-Color Gyro. So ein kleines Spieltool, wo jeder Ring eine andere Farbe hat. Da haben wir nämlich auf jeden Fall ein paar Farbwechsel. Ja, ihr seht schon, das Display ist relativ schwer abzulesen. Spiegelt es extrem. Aber wir drucken das jetzt mal. Einfach mal Vollgas. Einfach mal volle Kanne, würde ich sagen. Farben kann ich jetzt hier noch auswählen. Das will ich alles genau so machen. Licht soll dran sein, Offset. Ich kann den Set-Offset noch einstellen. Dauert jetzt wahrscheinlich 3-4 Stunden der Druck. Ja, es dauert, bis der mal anfängt. Naja, ich würde sagen, ich drucke das jetzt erstmal und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Warum hängt denn jetzt so ein Fizzle da unten dran? Ich dachte, das soll das Ding hier abschießen. Oh, jetzt schrubbt der da drüber. Mit einer Lautstärke von den Lüftern her. So, hier ist der Pup. Den hat er da jetzt wenigstens an dieser Bürste abgerieben. Die ist aus Silikon und macht die Nozzle sauber. So, jetzt fängt er an, das Bett abzutasten. Das ist schon mal gut. 2000 Jahre später. So, da ist er wieder. Back im Studio. Und ich habe zu Hause einiges testgedruckt. Aber direkt nach den letzten Aufnahmen hatte ich auch noch einiges testgedruckt. Und das schauen wir uns mal genauer an. So Freunde, wir alle wissen, Multimaterial-Druck bei solchen Poop-Shootern ist wirklich extrem. Das hier sind ein paar Bauteile, die ich gedruckt habe, wo ich einfach nur einmal schauen wollte, wie der Drucker mit solchen Bauteilen klarkommt. Das sollen ganz einfache, ja so Fitsheet-Dinger sein. Also, das Teil geht noch. Der hier oben, schwergängig. Das Drehrad geht gar nicht. Denn in der ersten Schicht hat dieser Drucker von Haus aus einfach Elefantenfüße. Und in diesem Fall hat er hier sogar ein bisschen Aussetzer gehabt. Also das war nix. Dann die Bauteile, die sonst noch auf dem USB-Stick waren, war einmal hier so eine Lampe. Die hätte man jetzt eigentlich in weiß drucken sollen. Ich wollte aber unbedingt mal so ein cooles Rainbow-Filament ausprobieren. In Silky. Das Ganze ist hier unten mit einem Verschluss. Ihr habt gesehen, das hält gut dicht. Ich kann das auch nochmal schließen. Also da kann man einfach nur sagen, okay, habe ich mich geschnitten? Alter, ich habe mich geschnitten. Das meine ich nämlich mit Elefantenfüßen. Das ist jetzt doof. Ach nö. Warte mal kurz. Oh, scheiße. Das ärgert mich jetzt. Hört bestimmt gleich auf. Also, wir haben hier noch so ein Hai gedruckt. Hat eigentlich auch gut funktioniert. Dann haben wir noch dieses Teil hier gedruckt. Eigentlich sehr nice, aber ich weiß nicht. Vertraut sich Anycubic da selber nicht oder warum macht man da so unendlich viel Spiel rein? Also ich bin mir sicher, der Drucker hätte das besser gekonnt. Man hätte ihm auf jeden Fall mehr zutrauen können. So, dann haben wir noch diese Abstreiftower und richtig viel Pups. Aber weil das jetzt nicht so viel aussagt, habe ich nochmal andere Filamente genommen und hatte damit ein Garfield gedruckt. Haltet euch fest, der Druck, der hat dann nicht funktioniert. Das war mein erster wirklicher Multimaterial-Extremversuch. Das hier ist die Garfield-Figur. Ihr seht, sie ist nicht zu Ende gedruckt und sieht auch gruselig aus. Abstreiftower und die ganze Tüte voll Pups. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, wie wäre es denn mal mit der Funktion Filament trocknen? Denn das kann dieser Multimaterial-Drucker. Er kann einfach das Filament trocknen
für den Preis. Kommen wir später zu. Auf jeden Fall habe ich mich dann dazu entschieden, um das perfekt zu vergleichen. Ich drucke tatsächlich 4 Garfield-Figuren auf den Anycubic Cobra 3 in dieser Größe. Dann habe ich das Ganze nochmal auf dem MMU3 auf den MK4S gedruckt und zum Vergleichen auch noch auf dem Prusa XL. Und hier seht ihr schon XL 47 Gramm inklusive Abstreiftower, den man auch theoretisch weglassen könnte. MMU3 ebenfalls Abstreiftower, aber schon 30 Gramm mehr Müll und das finde ich viel. Aber what happens? Es ist so wie es ist. Wenn man Multimaterial drucken will, hat man immer Müll. So, aber ihr seht auch schon, diese Tüte ist deutlich größer und die wiegen wir jetzt einmal. Dafür habe ich mir hier so eine schöne Waage besorgt, um das Ganze zu wiegen. Ich starte diese Waage und ich bin jetzt selbst gespannt, wie viel mehr das doch ist. Der große Mega-Hammer-Vergleich. Wir packen drauf. Wir haben hier 259 Gramm. Angenommen, die Tüte wiegt jetzt mal, weiß nicht, so 5 Gramm, sind wir, sage ich mal, bei 254 Gramm. Und das ist wirklich extrem. Und ich denke, diese Werte würden wir auch beim Bambu Lab P1P, X1C, E oder was auch immer, vielleicht eine A1, die alle sind solche Poop-Shooter. Und da sehen wir mal wieder, wie krass verschwenderes Poop-Shooter sind. Sowas erschreckt mich immer wieder. Wir alle wollen doch auf die Umwelt achten und dann hat man sowas zu Hause stehen. Ja, gut. Nächstes Thema. Eure Meinung könnt ihr euch darüber selber bilden. Also, das, was wir zuerst von der Druckqualität gesehen haben, war jetzt ja nicht so berauschend. Deswegen hatte ich ja noch einmal diese Garfields mit 10 Stunden getrockneten frischen Filament gedruckt. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch einmal auf einer BenQ ID Kamera S1 die Druckqualität an. Diese Kamera wurde mir zur Verfügung gestellt von BenQ. Vielen Dank dafür. Ich habe dafür kein Geld bekommen. Ich habe die auch schon tatsächlich ein halbes Jahr hier liegen und die haben mich vor einem Jahr angeschrieben und ich habe es jetzt vor einem halben Jahr erst im Spam-Ordner gesehen. Dachte, okay, eine Webcam für Livestreams kann man gebrauchen, aber nein, diese Webcam ist mehr als nur eine Livestream-Webcam. Die passt nämlich zu diesem heutigen Video perfekt. So sieht das aus. Ich habe die natürlich schon einmal ausprobiert und war begeistert und deswegen habe ich sie jetzt für dieses Video mir aufgespart. Wir haben hier eine Halterung für den Monitor, falls man sie doch als Webcam benutzen möchte, denn so ist sie eine normale Webcam. Aber mit diesem Aufsatz wird sie zu Ultra-Nahaufnahmen-Kamera und das Geile ist, Freunde, das Ding hat hier oben einen Button, da kann man ein Ringlicht anmachen. Das Ding hat einfach Licht und einen Fokus-Button haben wir hier noch. Also eine sehr schöne Geschichte. So, ich würde sagen, ich schließe die mal kurz hier an meinem Mac an, damit wir gucken können, wie die Oberflächenbeschaffenheit aussieht. So, das ist jetzt die Oberfläche meiner Arbeitsplatte. Hier zum Beispiel meine MacBook-Tastatur. Das sieht schon ziemlich nice aus. Und ich würde sagen, wir schauen uns doch einfach mal so eine kleine Garfield-Figur in der Nahaufnahme an. So, ich habe jetzt hier alle 3 Garfield-Figuren im direkten Vergleich. Hier steht es drauf, die ist vom Prusa XL, das ist MMU3 und das ist NQ Cobra 3. So, ich würde sagen, ich starte jetzt hier einfach mal eine Bildschirmaufnahme. Wir starten rein mit dem Garfield aus dem XL. Wir starten hier oben am Gesicht, schön ausgeprägt. Wangenpartie auch sehr gut. Die Ohren nicht 100% sauber. Wir gehen hinten zum Hinterkopf, dann weiter zum Rücken. So sieht das hier aus. Hier unten ein bisschen unsauber. Wir haben auch hier überall immer leichte Haare, aber ansonsten wirklich ganz schönen Oberflächen. So, weiter zum MMU3 hier mit dem gleichen Filament. Hier oben haben wir ein bisschen Haare. Meiner Meinung nach das eine Ohr ein bisschen unsauberer als das andere. Hinterkopf. Hier sehen wir manchmal ein paar Löcher drin. Auch noch ein Tick schlechter finde ich tatsächlich als beim XL. Wahnsinn. Hier sehen wir ganz klar auch wieder kleine Haare. Die kann man natürlich mit einem Heißluftföhn oder einem kleinen Feuerzeug ein bisschen abbrennen. Aber das sieht doch ganz in Ordnung aus hier. Jetzt gehen wir hier
zum Garfield von dem Cobra 3. Hier habe ich ein paar andere Farben verwendet. Aber wir sehen auch hier eigentlich gleichmäßige Layer auf der Stirn. Das Gesicht eigentlich sehr gut ausgearbeitet. Wir haben hier nur in einer Schicht wirklich gar kein Gelb oder ich weiß nicht, was da passiert ist. Das ist natürlich auf beiden Wangenpartien direkt in der Z-Linie. Bisschen ein Druckfehler. Gibt es einen Punktabzug, kann aber mal passieren. Da wollen wir jetzt auch gar nicht so sein. Hinterkopf, wir sehen eigentlich auch relativ gleichmäßig. Hier haben wir ein paar Löcher. Eigentlich ziemlich gut. Hier unten in der Rückenpartie ein paar mehr Löcher. Andere Seite ganz okay geworden. Hier vorne bei den Armen. Eigentlich auch alles in Ordnung. Ist nur ein bisschen haariger. Das kann natürlich jetzt am Filament liegen, dass es ein bisschen feucht war. Aber ansonsten auch ein sehr schönes Druckergebnis. So, welche der Figuren jetzt am besten gedruckt wurde, das könnt ihr jetzt entscheiden. Meiner Meinung nach tatsächlich mein Favorite ist natürlich der vom Prusa XL, denn hier haben wir am wenigsten Müll produziert, am wenigsten Kosten und das ist natürlich gut. So, aber man muss natürlich jetzt auch sagen, ein Prusa XL kostet 3.500 €. Hier sprechen wir natürlich von ein Zehntel, einfach nur 10%. Selbst ein Prusa XL Druckkopf kostet mehr als das ganze Setup. Aber ein großer Vorteil beim Prusa XL, wir können 5 Farben drucken, weshalb auch hier eine Farbe weniger gedruckt wurde. Das seht ihr an den Augen, da hatte ich halt nicht noch eine Farbe über, weil wir nur 4 Farben hatten. Ich finde, desto mehr Farben, desto besser, aber wir haben bei dem ja sogar die Möglichkeit, ein zweites LS Pro anzuschließen, was uns ermöglicht, dann sogar 8 Farben zu drucken. Das wiederum kann der Prusa XL nicht. Bei dem bleibt es bei 5 Farben. So Freunde, jetzt kommen wir doch dann zu dem Slicer des Anycubic Druckers. Slicer. Mittlerweile hat Anycubic einen eigenen Slicer auf den Markt gebracht. Damals bei meinem allerersten Anycubic Drucker, damit hat bei mir alles begonnen. Prusa, ich sage erstmal Prusa, Anycubic Mega X war tatsächlich mein allererster Drucker. Und damals musste man das Ganze noch mit einem Cura Slicer verwenden. Heute haben die wirklich ihr eigenes System gemacht. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich ja auch nicht. Ich wollte natürlich für euch, das Stativ aber ganz schön hoch hier, wollte für euch natürlich auch das testen, um das Gesamtpaket einmal auszuprobieren. Ich hätte das Ganze gerne in dem Prusa Slicer verwendet, aber ich hatte da keine passenden Druckeinstellungen gefunden und deswegen habe ich mich einfach mal an Anycubic Slicer entlang gehangelt. Mein erster Eindruck, ziemlich schlechte Software. Ja, muss ich einfach so ehrlich sagen. Klar, vielleicht bin ich auch ein bisschen verwöhnt von dem Prusa Slicer, denn der funktioniert tatsächlich wirklich, wirklich gut. Ich kann aber auch ganz klar sagen, wenn ich mich jetzt mit diesem Slicer von Anycubic genauso lange auseinandergesetzt hätte wie mit dem Prusa Slicer oder andere mit dem Bambus Studio, dann würde ich den wahrscheinlich genauso gut beherrschen. Abgesehen davon, dass das Programm meiner Meinung nach nicht ganz flüssig läuft, es ruckelt. Ich finde es ein bisschen kompliziert aufgebaut, wenn ich ehrlich bin. Aber es ähnelt dann doch ein bisschen des Bambus Studios, gerade hier auf der rechten Seite. Das ist eigentlich beim Bambus Studio auf der linken Seite. Wir haben hier verschiedene Parameter, die wir einstellen können. Support, Brim, hier oben die Farben, eigentlich alles cool. Dann haben wir hier Objekte, die wir hinzufügen können. Das war jetzt ein gespeichertes Projekt von mir. Ihr seht, das Programm hat es irgendwie nicht gespeichert und es ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Normalerweise lässt sich das Programm immer auf, aber ich musste mein MacBook einmal Software updaten, denn ich habe das Programm schon relativ lange offen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es eigentlich 1-2 Mal nur geschlossen, ansonsten bleibt das einfach offen und ja, das Speichern hat leider nicht funktioniert. Ansonsten haben wir hier auf der linken Seite alle normalen Einstellungen. Wir können alles bemalen, wir können verschiedene Ebenen machen, wir können es drehen, verzerren, alles Mögliche. Hier oben haben wir noch die Workbench. Hier sehen wir dann den Anycubic Cobra 3. Wir können hier die Lüfter steuern, die Temperaturen, die Geschwindigkeit. Wir könnten sogar eine Kamera nutzen. Ich habe keine Kamera für den Drucker, die war jetzt nicht dabei. Für den Preis aber auch nicht schlimm. Ich denke, die kostet so um die 50 € vielleicht oder 30 bis 50 €. Und ich finde, ist mal ein schönes Ding zum Upgraden, wenn man es braucht. Ich zum Beispiel habe seit Anfang meiner 3D-Druckkarriere immer eine externe WLAN-Kamera vorgestellt, damit ich auch von unterwegs darauf zugreifen kann. Was bei diesem Drucker auch möglich ist, denn wir haben tatsächlich eine App. So, die App habe ich mir vorhin runtergeladen. Hier in der App können wir wirklich alles sehen, was wir auch
am Computer sehen können. Wir können hier drüber tatsächlich sogar den Drucker aktualisieren, sehe ich gerade. Ziemlich cool. Wir können hier verschiedene Sachen uns angucken aus der Community. Es gibt hier Nachrichten, meine Einstellung, dies und das. Also das Übliche, was man aus so Apps kennt. Ich habe die App jetzt eher weniger benutzt, denn ich hatte den Drucker ja zu Hause stehen im Nebenraum und habe dann tatsächlich dort alles über den Computer gesteuert. Ansonsten macht die App einen guten Eindruck. Ich finde es gut, dass es für den Preis tatsächlich eine App gibt. Kann man nicht meckern. Auf jeden Fall nice to have. So Freunde, und jetzt habe ich hier den Drucker mal wieder aufgebaut, so wie tatsächlich vor 2 Wochen, denn so lange habe ich diesen Drucker jetzt schon und ich habe ihn tatsächlich fast jeden Tag benutzt. Was heißt benutzt? Ich habe mich jeden Tag mit diesem Drucker beschäftigt, denn einige Sachen haben anfangs nicht so gut funktioniert. Die Multimaterial zum Beispiel hat oft geklemmt. Dann habe ich mich aber tatsächlich ein bisschen in die Software eingejubelt und habe festgestellt, dass man die Funktion des Filamentstrocknens, was einfach der Ultra-Hammer ist, Alter, für den Preis kann das Ding einfach Filament trocknen. Also da weiß ich auf jeden Fall, wofür das Pro steht. Als ich angefangen habe, mit ihm zu drucken, war noch eine alte Software drauf. Die habe ich dann später dank des WLANs auch tatsächlich über das Interface direkt aktualisieren können. Und das hat mir dann auch ermöglicht, den ganzen Drucker auf Deutsch zu bedienen. So, das ist nämlich das Interface. Und wenn wir unten auf Einstellungen gehen, haben wir hier unsere Netzwerke. Wir haben verschiedene Funktionen, die wir machen können. Wir können hier das Düsenlicht anmachen. Filamentsensor, Tastenton, alles Mögliche. Wir können hier den Düsendurchmesser ändern. Allgemein haben wir hier nämlich die Spracheinstellung und hier seht ihr einfach, wie viele verschiedene Sprachen zur Auswahl stehen, was ich tatsächlich wirklich gut finde, denn hier spielt Anycubic auf jeden Fall in der Liga der Großen anhand der Sprachauswahl. So, wir haben hier noch die Displayzeit, die wir einstellen können. Wir können hier verschiedene Ventilatoren anmachen. Wofür diese Funktion mit dem Fan ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum jetzt der Fan auf 100% drehen sollte. Wir haben hier noch Geräteinformationen und Kundensupport. Das brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Hier unten haben wir die Einstellungen. Wir können hier kühlen, wir können hier direkt aufheizen für ABS, für PLA. Das sind alles schnelle Funktionen, die mir sehr gut gefallen haben. Auf einmal gibt es jetzt hier ein Filament-Update. Okay, also wir haben hier noch verschiedene Funktionen. Wir können jetzt hier zum Beispiel ein Homing durchführen. Das hat wieder sehr gut funktioniert. Jetzt sind die Motoren zurzeit fest. Wir haben hier zum Beispiel den Button Motor entsperren, damit wir wieder die Achsen per Hand verfahren können. Also das finde ich auch alles sehr gut. Wir haben hier noch automatische Nivellierung, Vibrationstest und Pit-Kalibrierung. Wirklich cool, dass der das drin hat bei dem Preis. Dann gehen wir hier unten weiter, Filament. Es gibt die Funktion Einzelfilament zu haben. Wir haben jetzt das erste Ace Pro angeschlossen und hier seht ihr auch schon die Farben, die geladen sind. Wir könnten hier oben, wie ihr seht, auch noch ein zweites anschließen, was uns ermöglicht, 8 Farben, wie schon gesagt, zu drucken. So, Filament trocknen, das ist die Funktion, die ich liebe. Wir können hier oben die Temperatur einstellen. Ich habe die meistens auf 50 Grad gestellt und dann können wir hier noch die Zeit anpassen. Das Ganze bis 24 Stunden. Ich habe immer mal so 10 Stunden angemacht, das reicht völlig aus. Dann starten wir das, er gibt uns noch eine Warnung. Und ihr hört es vielleicht auch schon, der Ace Pro fängt an zu trocknen. Jetzt noch der Pro-Tipp am Rande. Also quasi ist hier ja eine Sunlu S4 verbaut. Nicht von der Leistung her, aber vom Nutzen. Und wie wir alle wissen, wo heiße Luft ist, muss auch Feuchtigkeit entweichen. Was bei dieser Box irgendwie meiner Meinung nach nicht ausreichend gewährleistet ist. Deswegen mein Pro-Tipp am Rande. Wir haben hier vorne einen Riegel, um die Box zu verriegeln. Wir entriegeln die Box, heben den Deckel und schieben den Riegel zurück, setzen das hier unten ran und dann haben wir rundherum ca. einen 5 mm Spalt, wo dann die heiße Luft mit der abtransportierten Feuchtigkeit entweichen kann. Das sorgt zwar dafür, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Leistung brauchen, weil die Heizung ein bisschen mehr Power braucht, aber das Filament ist dadurch gefühlt deutlich schneller trocken. So, ich schalte hier einmal die Filamenttrocknung ab. Jetzt sollten auch gleich die Lüfter wieder ausgehen. Wahrscheinlich lüftet er noch ein bisschen nach. So, und wie toll das jetzt auch alles klingt, dieser Drucker hat auf jeden Fall auch seine, wie soll ich sagen, unschönen Seiten. Unschön ist meiner Meinung nach, der Drucker ist laut. Deutlich lauter als ein Prusa-Drucker.
Und das ist nicht nur der eigentliche Druckprozess, der hier laut ist, sondern auch das AS Pro hat auf jeden Fall seine gewisse Geräuschkulisse. Denn wenn das Filament gefördert wird, knackt es laut und es brummt. Relativ störend. Wenn ihr das zu Hause habt, müsst ihr einfach wissen, ihr hört den Drucker, wenn er druckt. Wenn er nicht druckt, hört ihr ihn nicht mehr. Das heißt, ihr wisst auch, ihr müsst zu ihm gehen. Was tatsächlich auch des einen oder anderen Mal vorgekommen ist, denn ihr seht, in dem Garfield war ein paar Fehler oben drin. Das war ein langer Prozess. Was da genau passiert ist, kann ich euch erklären. Das Filament geht nämlich hier vorne rein, geht unten drunter, wird über Zahnräder gepackt und gefördert und dann ist es tatsächlich in der Mechanik hinten drin gebröselt. Ich wollte ein verficktes Mal nur fahren. Einmal wollte ich mit der scheiß Tonne hier nur fahren. Jetzt fragt ihr euch, welche Mechanik? Also, das Filament geht hier vorne in diese Löcher herein, geht unten in der Box lang und im Endeffekt kommt das hier unten raus. Und das Ganze ist so gefedert, das ist nämlich unser Filamentpuffer und im zweiten Filament, in diesem Puffer, ist das Material unten drin gebröselt. Das habe ich erst nicht verstanden, das Filament ging nicht vor und zurück. Ja, im Endeffekt habe ich dann im laufenden Druckprozess etwas gemacht, was ich ja nicht empfehlen wollte, aber ich empfehle es euch, wenn ihr Probleme habt, schließt diese Abdeckung fest und dreht tatsächlich das AS Pro einmal vorsichtig auf den Kopf. Und dann haben wir hier hinten diese Abdeckung, die wird mit 4 Schrauben gehalten. 1, 2, 3, 4. Das könnt ihr abnehmen. Ich blende euch jetzt mal ein Foto ein, wie das aussah und wie das Ganze da drin gebröselt war. Ich habe die gesamte Mechanik auseinandergenommen im laufenden Druckprozess und konnte das Problem lösen, ohne groß weiteren Aufwand. Na gut, der Aufwand war da, aber dass ein Filament klemmt, das kommt bei jedem Multimaterial-Drucker einmal vor. Ich fand es gut, dass ich das hier dann doch lösen konnte und der Druck nicht abgebrochen ist, auch wenn wir ein paar Druckfehler im Druck haben. Wo ich aber ehrlich sagen muss, das war meine Schuld, denn ich hätte gleich am Anfang checken müssen, okay, was ist hier los? Ich habe tatsächlich den Fehlercode am Drucker immer bestätigt, weshalb er weiter gedruckt hat und so hat sich das Material über 3 Layer komplett ausgesetzt. Nice. Was mir gerade noch auffällt, der Drucker macht nichts und das ist tatsächlich ein Ding, was mich stört. Nicht schlimm, Freunde. Aber der Drucker macht nichts, der AS Pro macht nichts, die haben keine Aufgabe, die haben heute noch nichts gedruckt. Aber vielleicht hört ihr es ja, da läuft ein Lüfter, hier läuft ein Lüfter. Es laufen überall lauter Lüfter. Warum laufen da jetzt überall Lüfter? Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nicht mehr herausfinden. Dieser Drucker lüftet einfach die Luft und damit weiter. Ansonsten optisch gibt es hier nur eins zu meckern. Wir haben hier relativ viele hässliche Kabel meiner Meinung nach. Wir haben 2x 230 Volt fürs AS Pro und den Cobra 3. Dann haben wir hier vorne diese Silikonabdeckung, die eigentlich überflüssig ist, denn wenn das AS Pro angeschlossen ist oder ein USB-Stick, den wir zwingend zum Drucken der Datei brauchen, eingesteckt ist, ist diese Silikonabdeckung eigentlich überflüssig. Keine Ahnung, warum die da überhaupt eine hingemacht haben. Absolut hässlich finde ich, dass das AS Pro vorne angeschlossen wird, obwohl der Anschluss beim AS Pro doch eigentlich hinten ist. Und warum geht das eine vorne beim Drucker raus und in AS Pro hinten rein? Warum muss ich das hier so rumlegen? Wäre es nicht viel klüger gewesen, das hier hinten zu machen, in dem normalen Kabelfluss der anderen Kabel? Warum die das gemacht haben? Vielleicht designtechnisch, um sich da bei anderen Firmen nichts Kopiertes, nichts Geschütztes zu klauen. Vielleicht war das einer der Gründe. Ansonsten muss ich sagen, sind diese zwei schön kombinierten Geräte echt optisch sehr schön. Die Verarbeitung ist sehr gut. Wir haben hier Kunststoff, wir haben klare Teile, wir haben hier Akzentteile in Silber, bedruckte Teile. Der ganze Rahmen ist aus schön eluxiertem Aluminium. Das Ganze ist wirklich massiv gemacht. Schöne Profile. Auch hier schön mit eingelaserten Schriftzügen, ein beleuchtetes Anycubic-Logo. Wir haben hier unten Bauteilbeleuchtung. Hier unten sogar noch diese 3 tatsächlich schicke Designelemente, was das ganze Paket doch tatsächlich für nur knapp 380 €, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr das sogar für 350 € inklusive AS Pro. Und damit
sind wir einfach fast genauso günstig wie das MMU3 für ein MK4S, was da wirklich nur die Multimaterial-Erweiterung ist. Das muss man sich mal vorstellen. Zusätzlich kriegt man Filamenttrocknung, einfach nur wow. Zudem ist das Druckbett des Anycubics tatsächlich nochmal ein Stück größer als beim MK4. Aber hier zum Beispiel hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass wir eine zweite Druckplatte bekommen hätten. Hier steht zwar drauf PLA, ABS und PETG, aber man hätte hier vielleicht auf der Rückseite eine glatte Seite machen können. Dann hätte man in einer Platte beides gehabt. Aber das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Bei diesem Preis kann man echt nicht mehr meckern. Wir haben hier ein Nonplusultra-Paket für so einen Knallerpreis. Und wenn ihr jetzt richtig heiß geworden seid auf diesen Drucker, dann schaut unten in die Videobeschreibung rein. Ich habe es euch da verlinkt. Da ist ein Link, wo ihr euch den Drucker kaufen könnt. Ihr könnt ihn auch gerne woanders kaufen. Ja, würde ich mir jetzt so einen Drucker privat von meinem Geld kaufen? Nein, würde ich nicht. Denn wie ihr wisst, setze ich tatsächlich auf andere Firmen. Aber für Beginner, die einfach mal ins 3D-Druck-Thema reinkommen wollen, ist das, glaube ich, hier ein tatsächlich nices Angebot. Also ich finde es schon echt krass, was man fürs Geld kriegt. Wie langlebig das jetzt wirklich ist, weiß ich nicht. Wenn irgendwas mit dem Drucker sein sollte, werde ich euch darüber berichten. Ansonsten würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Entscheidung helfen, ob dieser Drucker was für euch ist oder nicht. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Drucker, schreibt es unten in die Kommentare. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns, Freunde. Bis gleich.